Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Kingdom Hearts thematisierten Video. Wie der Titel schon sagt, möchte ich direkt groß durchstarten und hier meine Gedanken und Theorien preisgeben zu den aktuellen Mysterien in Kingdom Hearts. Die Theorien bauen aufeinander auf, weswegen ich dieses Video strukturiert in mehrere Abschnitte einteile. Diese Abschnitte sind folgende. Erstens, eine allgemeine Zusammenfassung und Erklärung zu Kingdom Hearts Mechaniken, damit ihr die Grundlage, auf der ich diese Theorie aufstelle, nachvollziehen könnt. Wenn ihr euch angemessen mit allem auskennt, könnt ihr diesen Teil überspringen. Zweitens, Licht und Dunkelheit, wofür sie stehen, was sie ausmachen und was wir daraus schlussfolgern können. Drittens, Entschlüsselung der Brain-Szene am Ende von Union Cross, wie ich sie mir erkläre und welche Folgen diese Erklärung hätte. Viertens, der Inhalt der schwarzen Kiste sowie die Erklärung des Buchs der Prophezeiung. Nun, da das eine Menge zu erklären sein wird, möchte ich mich nicht lange aufhalten. Solltet ihr nach diesem Video anderer Meinung sein, lasst uns gerne in den Kommentaren diskutieren. Des Weiteren weiß ich natürlich, dass zum Beispiel Damo oder The Secret Reports ähnliche Videos rausgemacht haben zu bestimmten Teilen dieser Theorie, allerdings bin ich auf eine andere Lösung gekommen, weswegen ich sie als eigenes betrachte. Des Weiteren versuche ich sämtliches, was ich hier erkläre, mit Hintergrundbildern und entsprechenden Videoszenen zu belegen. Wenn ich für eine Stelle nicht eine Videoszene habe, ist es entweder Teil der Theorie oder ich habe keine besseren Beweise gefunden. Solltet ihr Beweise oder Gegenbeweise in Kingdom Hearts finden, fühlt euch frei, sie mit mir zu teilen. Aber nun fangen wir mal an mit Teil 1, Zusammenfassung. Es gibt eine Menge Grundlagen, die man für diese Theorie wissen und bedenken muss, welche ich hier nochmal erkläre. Fangen wir mit den Herzen an. Ein Herz in Kingdom Hearts ist wie ein Container, gefüllt mit Licht und Dunkelheit. Innerhalb dieses Containers werden Erinnerungen und Verbindungen zu anderen Menschen geknüpft. Es ist der Quell sämtlicher Emotionen und ohne ein Herz verliert man sämtlichen Antrieb, den der Körper hat. Ist dein Herz übermäßig mit Dunkelheit gefüllt, so wirst du böse. Ist dein Herz übermäßig mit Licht gefüllt, dann bist du gut. Wenn die Dunkelheit die Menge, die du kontrollierst, in deinem Herz überschreitet, wirst du von ihr kontrolliert und zu einem Herzlosen. Herzlose sind Wesen aus der Dunkelheit, die Herzen stehlen. Indem sie Herzen stehlen, werden aus den gestohlenen Herzen neue Herzlose. Wenn ein Herzloser entsteht, wird aus dem zurückgelassenen Körper ein Niemand. Niemande sind die zurückgelassenen Körper der Personen, die zu Herzlosen wurden. Die Seele ist in Kingdom Hearts schlicht und ergreifend etwas, das das Leben ermöglicht und verbleibt in den Niemanden. Niemande haben keine Gefühle. Doch wenn sie einen starken Willen haben und ihre ursprüngliche Form beibehalten, dann behalten sie auch ihre Erinnerungen. Niemande sind Wesen, die die Dunkelheit nutzen und deshalb eher auf der Seite der Dunkelheit verweilen. Allerdings, sobald ihr Körper die Chance sieht, versucht er das verlorene Herz zu ersetzen mit einem neuen Herz, was sie essentiell wieder zu Wesen mit Herzen macht, obwohl sie immer noch Niemande sind. Um einen Niemand zu erzeugen, muss man zu einem Herzlosen werden und somit muss Dunkelheit im Spiel sein. Zum aktuellen Stand wissen wir, dass Zeitreisen so funktionieren. Regel 1. Du musst dein Herz mindestens einmal von deinem Körper getrennt haben. Regel 2. Am Zielort deiner Zeitreise muss eine Version von dir warten. Dabei ist es allerdings egal, was für eine Version das ist, solange sie ein Herz beherbergen kann. Regel 3. Wenn ein Herz durch die Zeit reist, kann es ohne einen Körper nicht lange in der Zeit verweilen. Wichtig, du kannst in die Vergangenheit oder Zukunft reisen auf diese Weise. Das Problem mit zukünftigen Zeitreisen ist, dass du nicht weißt, ob eine Version von dir in der entsprechenden Zukunft existiert, und somit ist die Zeitreise in die Zukunft meistens nicht möglich. Regel 4. Wenn du mit dem Rettungsboot, oder auch Arche genannt, in die Zukunft reist, dann wirst du an einen Ort kommen, wo ein Medium von dir existiert und jemand, der Erinnerungen an dich hat.
Dies erzeugt einen neuen Körper für dich. Regel 5. Wenn man in die Vergangenheit reist, kann man die Vergangenheit nicht ändern. Die Welt stellt das sicher, indem sie die Erinnerungen von den Leuten überschreibt, die etwas über die Zukunft erfahren haben. Die letzte Regel ist für dieses Video zwar unwichtig, allerdings wollte ich sie hinzufügen, bevor sich wieder Leute beschweren, dass ich unvollständige Informationen erbringe. Es ist übrigens noch nicht bekannt, warum manche Leute bei der Reise in die Zukunft keine Erinnerungen haben und manche schon. Meine persönliche Erklärung dafür wäre momentan, dass das fehlende Medium dafür sorgt, dass die Leute keine Erinnerungen haben. Schlüsselschwerter werden aus den Herzen der Menschen geschmiedet. Demzufolge sind sie mit dem Herzen verbunden. Soweit wir wissen, kann man auch nur Schlüsselschwerter beidhändig führen, wenn man 2 Herzen in sich trägt. Allerdings möchte ich diese Diskussion in diesem Video nicht eröffnen. Data Daybreak Town ist eine Kopie von Daybreak Town, in der die Pusteblumen untergekommen sind, um vor dem Schlüsselschwertkrieg zu fliehen. In dieser digitalen Stadt gibt es von jedem eine digitale Kopie als Backup. Gut, nun da wir die grundlegenden Dinge geklärt haben, fangen wir mal mit der ersten Theorie an. Diese Theorie basiert auf einigen Szenen aus Union Cross und dort haben wir das allererste Mal gesehen, wie wir mit der Dunkelheit reden, eine Unterhaltung führen. Und so erfahren wir auch die Ziele der Dunkelheit. Diese Ziele sind zusammengefasst: Ausbreitung und Infektion. Für die Dunkelheit ist das prinzipiell das Gleiche und es passt perfekt zu allem, was wir bis jetzt zu diesem Zeitpunkt über die Dunkelheit gesehen haben. Die Herzlosen folgen zum Beispiel instinktiv und klar dem Ziel, sich zu vermehren und andere Menschen zu infizieren. Wie ein Virus, der sich immer weiter und weiter ausbreitet. Und wie bei einem Virus hilft auch nur das richtige Serum, um die Herzlosen zu bezwingen. Denn ohne das Licht, eines Schlüsselschwerts zum Beispiel, tauchen Herzlose unbeholfen erneut wieder auf, ohne wirklich zerstört worden zu sein. Auch ist der Zwischenraum ein Ozean aus Dunkelheit, vor dem man sich schützen muss, wenn man zwischen den Welten reist. Dazu wurden Schlüsselschwertrüstungen erschaffen oder die Mäntel, die die Organisation trägt. Gummisteine sind auch ein guter Schutz gegen die Dunkelheit des Zwischenreichs, da sie aus den natürlichen Barrieren der Welt bestehen, welche die Welten vor der Dunkelheit schützen. Und wenn wir die Art und Weise, wie Dunkelheit sich verhält, mit unserer Welt vergleichen, fällt schnell etwas auf. Das Weltall ist wie der Zwischenraum und die Planeten und Sterne wie die Welten aus Kingdom Hearts, getrennt von einem gewaltigen, dunklen Raum. Es gibt mehrere Vergleiche genau in diese Richtung, die zeigen, dass die Sterne in Kingdom Hearts die Welten darstellen. Was ist also nun die logische Schlussfolgerung? Dunkelheit ist der Raum selbst. Nicht nur der Raum, um genau zu sein, sondern auch alles, was mit Dunkelheit identifiziert wird und auf den Raum zurückgeführt werden kann. Schwarze Löcher sind ultrakomprimierte Materie, welche kein Licht herauslässt. Das ist schon sehr passend für die Beschreibung von Dunkelheit in Kingdom Hearts. Und was passiert, wenn wir auf Gravitationsmagie schauen? Gravitas, Antigrav, Magnet. Das sind alles Magien der Dunkelheit. Und vergessen wir nicht die Korridore der Dunkelheit. Das sind Pfade zwischen den Welten, die durch die Dunkelheit geöffnet werden und die man auch nur öffnen kann, wenn man eine gewisse Menge an Dunkelheit in sich trägt. Noch nicht überzeugt? Dann schaut euch doch mal diese Szenen hier an und beobachtet, wie die Kraft der Dunkelheit wirkt. You won't need a home anymore where you're going. What? Xehanort!
Ven, Aqua, I won't let him hurt you. Whoa! Dad! Das Reich der Dunkelheit selbst ist auch ein gewaltiger Raum, in dem keine Zeit existiert. Das Konzept der Zeit ist einzig und allein der Wahrnehmung zu entnehmen. Wenn eine Uhr sich vorwärts bewegt, dann passieren Dinge. Wenn sie sich rückwärts bewegt, werden sie revidiert. Nun, der findige Zuschauer wird sich nun schon denken, wie das Ganze weitergeht. Wenn Dunkelheit den Raum verkörpert, dann verkörpert Licht die Zeit. Und auch das ergibt eine Menge Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Aus dem Licht werden Dinge geboren. Lebewesen aus Licht können altern und sterben. Licht lässt uns überhaupt erst Zeit wahrnehmen, da es mit Bewegung gleichzusetzen ist. Mit Licht werden Dinge verbunden in Kingdom Hearts und man kann auf Lichtstrahlen reisen. Wo Licht ist, da entsteht Leben. Es ist also kein Wunder, dass Dunkelheit und Licht sich nicht vertragen können. Das Licht verdrängt die Dunkelheit und solange es existiert, kann sich die Dunkelheit nie in alle Winkel ausbreiten, wie sie möchte. Überhaupt heißt es, dass erst aus der Dunkelheit Licht kam und dieses Licht brachte Menschen hervor, die Herzen besaßen. Kingdom Hearts ist das Licht. Es wird öfters so genannt und dient als die Quelle allen Lebens. Und genauso kann es auch alles Leben beenden. Doch dazu in einem späteren Video mehr, das sich explizit mit Kingdom Hearts beschäftigt. Okay,
Dunkelheit ist also Raum und Licht ist Zeit. Was schließen wir denn daraus? Nun, zum einen hätten wir da die Sache, dass Ventus Herz ja zerbrochen wurde, praktisch von Xehanort, als er die Dunkelheit von ihm entfernt hat. Danach war er reines Licht und sein Herz hat sich einfach nicht mehr heilen können. Es hat dann das andere Licht von Sora benötigt, um überhaupt eine Heilung zu ermöglichen. Und gleichzeitig hätten wir da Xehanort, der sein Herz permanent aufspaltet, in andere Leute einfügt und trotzdem vollkommen okay ist. Wahrscheinlich, weil er nicht alles seines Herzens wegmacht, sondern nur einen Teil seiner Dunkelheit und diesen Teil dann mit neuer Dunkelheit füllt, weil er das einfach durch Raum ergänzen kann, sozusagen. Außerdem sehen wir ja, wie, ja, praktisch nur Dunkelheit von Xehanort in den Herzen der anderen ist, als so Riku einfach diese riesige Xehanort-Dunkelheit aus sich rausholen lässt. Des Weiteren, würde es implizieren, dass die Dunkelheit von sich aus nicht Zeitreisen kann. Ich meine, die Dunkelheit hat kein Licht und müsste sich demzufolge dann bei irgendjemandem mit einschleichen, damit sie Zeitreisen kann. Zum Beispiel in Ventus oder sowas. Und ja, das würde halt bedeuten, dass, ja, die Dunkelheit niemals irgendwie die Vergangenheit verändern kann. Denn dazu müsste ja entsprechend die Person, in der sie sich versteckt, explizit in die Vergangenheit reisen. Sie kann ja praktisch nicht dazu beeinflussen, in die Vergangenheit zu reisen. Und somit kann die Dunkelheit niemals geschehene Dinge wieder verändern. Außerdem gibt es mir eine ganz gute Idee, wie es möglich ist, dass die Propheten in die Zukunft gereist sind. Aber das möchte ich dann jetzt nicht in diesem Video behandeln, sondern das wäre dann was für ein anderes Video. Und die letzte Sache, die mir so spontan immer eingefallen ist, ist etwas, was in diesem Video tatsächlich noch behandelt wird. Deswegen wartet einfach, bis ich an diesen Punkt komme. Gut, da das jetzt erstmal soweit geklärt ist, gehen wir dann am besten weiter zum zweiten Teil, Theorie Nummer 2. Teil 3, Brain und Lushu. Als nächstes gehen wir auf Brain und Lushu ein. Viele sind der Überzeugung, dass Lushu Brains Körper übernommen hat und Brains Herz in die Zukunft geschickt wurde. Das soll dann die Erklärung sein, warum es Brain in 2 verschiedenen Versionen zu sehen gibt, am Ende von Union Cross. Doch halt, leider widerspricht diese Annahme den Aussagen von Union Cross und den geheimen Berichten von Kingdom Hearts 3. In diesem wird davon gesprochen, dass während des Chaos Lushu einen der Union-Leader trifft. In diesem hat er dann sein Schlüsselschwert und die Box vermacht und selbst ist er fortan ohne Schlüsselschwert weitergereist. Des Weiteren sagt Sigurd in der Szene in Union Cross, dass Brains Ankunft prophezeit wurde und man erfährt, dass er zusammen mit den anderen aufgebrochen ist. Diese beiden Aussagen allein widerlegen, dass einer von beiden Lushu sein kann. Mit anderen Worten, Lushu ist irgendwo da draußen, ohne Schlüsselschwert, und wir sehen das erste Mal erneut in Darkroad als Bragi. Doch, was bedeutet das nun? Es muss eine Möglichkeit geben, wie 2 Brains existieren können. Er muss sich also irgendwie in 2 gespalten haben. Nun, die nächste Idee, die einem kommt, ist das Datenbackup, welches sich in dem Computer vom Schlossturm befindet. Das Problem hier ist, dass Daten nicht in der echten Welt existieren können. Zumindest ist das bis jetzt nie so gezeigt worden. Ich weiß, wir haben einen Kristall und einen Geldbeutel, die etwas anderes sagen wollen, aber bisher hat es zumindest nicht für Menschen gegolten. Es würde auch ziemlich viele Plotpunkte ziemlich lächerlich machen, wenn man plötzlich mit Daten Körper herstellen könnte. Was allerdings durchaus möglich ist, wäre Daten in Körper zu laden. Prinzipiell ist es genau das, was Vexen gemacht hat, um Shion und Riku Replika zu erschaffen. Nun ist allerdings kein Replikakörper zur Verfügung und die einzige Möglichkeit, eine leere Hülle zu bekommen, wäre ein Herzloser zu werden, um einen Niemand zu erschaffen. Das würde zwar funktionieren, bringt aber trotzdem keine 2 Körper hervor, sondern es bleibt bei einem. Damit es also funktioniert, müsste man seinen Körper von seinem Herz trennen, ohne dabei Dunkelheit ins Spiel zu bringen. Dass Körper unabhängig von ihren Herzen existieren können, wurde bereits mehrfach in Kingdom Hearts gezeigt und ist somit kein neues Konzept. Dazu kommt noch, dass das Rettungsboot sowieso bei der Reise in die Zukunft den Körper zerstören würde. Man könnte also auch einfach nur als Herz reisen und hätte keine größeren Probleme. Und hiermit präsentiere ich die Kraft der Trennung. Ich weiß,
Klingt dumm. Und Nomura denkt sich bestimmt einen cooleren Namen aus. Doch prinzipiell hier der Gedankengang. Es ist möglich, Herz und Körper zu trennen. Und auch wenn es oft wahrscheinlich vollkommen nutzlos ist, gibt es doch exakt 3 Charaktere, bei denen ich einen entsprechenden Nutzen sehe und die perfekt in das Schema passen, was ich dazu überlegt habe. Zuerst einmal Lushu. Laut seinem Geheimbericht hat er kein Schlüsselschwert. Und trotz allem wechselt er einen Körper nach dem anderen. 99% der Kingdom Hearts Spieler, die ich kenne, sagen einfach nur, ja, er macht das genauso wie Xehanort. Aber das glaube ich nicht. Zuerst einmal haben wir es niemals gesehen. Vielleicht absichtlich. Und zum anderen benutzt Xehanort nun mal sein Schlüsselschwert dafür. Aber Lushu hat es nicht zu diesem Zeitpunkt. Wenigstens Pragi muss er ohne Schlüsselschwert übernommen haben. Und hier nun die Preisfrage. Wie? Indem er eine Kraft entwickelt, mit der er sein Herz aus seinem Körper trennen kann und es in leere Hüllen steckt. Lushu ist nicht gerade eine Person, die so wirkt, als würde sie wahllos Körper mit Gewalt an sich reißen. Aber Personen, die ihr Herz verlieren, gibt es sicher in jedem Kingdom Hearts Zeitalter. Personen, welche leere Hüllen hinterlassen, die noch lange zu leben hätten. Wenn er sein Herz trennen und ein neues Gefäß stecken könnte, wäre dies sehr passend. Pain wiederum könnte sein Herz von seinem Körper trennen, mit dem Herz in die Zukunft reisen. Dort erhält sein Herz dann sowieso einen neuen Körper und sein alter Körper wird mit dem Datenbackup von ihm gefüttert, was dafür sorgt, dass es ihn zweimal gibt. Das Ganze würde in der Zeitspanne passieren, in der Ephema und Skuld aus der Datenwelt rauskommen und dann den Turm nach oben klettern, um sich das Chaos anzugucken, der Zerstörung von der Dunkelheit. Und bis sie wieder da sind, ist das Ganze schon wieder vorbei. Es wird in den Cutscenes nicht gezeigt, aber diese müssen einen ziemlich großen Weg absolvieren, um auf den Turm zu kommen. In dieser Zeit kann Pain sein Herz vom Körper getrennt haben. In diesem packt er dann die Daten seines Daten-Backups, das er mit der Kapsel aus der Datenwelt herausholt. Und danach steckt er dann sein eigenes Herz in die Kapsel und schickt es in die Zukunft. Und wie erlangt man nun die Kraft, um sein Herz vom Körper zu trennen, ohne ein Schlüsselschwert? Indem man exakt dieses aufgibt. Wie schon erwähnt, sind Schlüsselschwerter aus den Herzen der Menschen geschmiedet. Sein Schlüsselschwert aufzugeben, ist praktisch gleichzusetzen, mit einem Teil seines Herzens aufzugeben. Dies könnte die Bedingung sein, diese Fähigkeit zu erlernen. Und es passt. Pain hat Master Defender an Ephema abgegeben und Lushu gibt No Name an die Datenversion von Pain ab. Und wir kennen noch alle einen weiteren Charakter, der sein Schlüsselschwert für einen größeren Plan aufgegeben hat. Ja, genau. Die Rede ist von niemand anderem als dem Meister der Meister. Doch wie profitiert er von der Kraft der Trennung? Nun, um das genau zu verstehen, müssen wir uns erst einmal seinen Plan und seine Vergangenheit anschauen. Er hat als Kind gegen die Dunkelheit gekämpft. Und dieser Kampf hat nie wirklich aufgehört. Es kam lediglich zu einem Stillstand, da die Dunkelheit seine Form aufgegeben hat und zu 13 Wesen wurde, die wir als reine Dunkelheit kennen. Diese Wesen haben keine Form, waren daher unbesiegbar, doch trotz allem können sie nicht ewig ohne Form bleiben und müssen deshalb von Zeit zu Zeit in die Herzen der Menschen eindringen. Dafür wählen sie natürlich besonders diejenigen aus, die mächtig sind und die Dunkelheit in sich beherbergen. Um die Dunkelheit zu besiegen, plant der Meister der Meister also nun, starke Herzen zu trainieren, die die Dunkelheit in sich einsperren können. Er selbst ist auch ein solches Gefäß. Nun, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn die Dunkelheit in seinem Herzen wohnt, sozusagen als Beifahrer agiert, dann könnte sie ja ebenfalls in die Zukunft schauen wie der Meister der Meister. Überhaupt verhält sich der Meister ungeheuer verdächtig, aber auf eine andere Weise, als die meisten, die ich gesehen habe, hervorheben. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der Meister mehr agiert, als ob er das Buch selber noch nicht kennt, obwohl er es doch geschrieben hat? Er sagt sogar explizit, dass es völlig unwichtig ist, was im Buch steht und was nicht. Was wichtig ist, ist, zu welchem Zeitpunkt es geschrieben wurde und wie wir dorthin kommen. Hier kommt die Kraft der Trennung ins Spiel.
Wenn er seinen Körper von seinem Herzen getrennt hätte, könnte man es in etwa so erklären. Der Meister hat sein Auge in das Schlüsselschwert gesteckt. Sein Auge hat eine magische Verbindung zu seinem Körper. Und somit kann er alles sehen, was das Schlüsselschwert sieht. Dann gibt er das Schlüsselschwert an Luxu und erhält somit die Kraft der Trennung. Er trennt nun sein Herz von seinem Körper und fortan ist in der Robe lediglich sein Herz zu sehen. Seinen Körper steckt er in die schwarze Kiste, zusammen mit einer Datenversion von sich selbst, die er in seinem Körper geladen hat, damit dieser sich bewegen kann. Sicher nehmen einige Personen nun an, dass das zeitlich ja nicht aufgeht. Luxu hat das Schlüsselschwert und die Kiste ja gemeinsam erhalten. Doch schaut euch bitte diese beiden Szenen genau an. So that makes you the indisposable number 7. Huh. Come on, it's simple. U6 plus me is 7. Wait, don't tell me I don't count. No. Here, take it. In the Master's playful and mischievous way, he gave his apprentice Luxu a very important role. What seemed like a simple task was the element that would connect all of the events to come. The gazing eye? It's not what it's called. Oh, what then? Actually, no name. No name. Well, gazing or not, that Keyblade does have an eye in it. My eye, to be exact. Ew! Oh, you think that's gross, do ya? No. Yeah, sure. Anyway, about your role. You need to pass down that Keyblade to your apprentice and then him to his, so that my eye can see the future. So the Book of Prophecies. Bingo! The fact that it exists is proof of your success. That means you've trained a worthy apprentice, passed down that handsome Keyblade, and fulfilled your role. Congratulations! What's the matter? Come on, you did a fantastic job. At least smile a little. But I haven't done anything yet. Good point. Guess you'd better get started then. Unfortunately, you'll have to go alone from here on out. No Book of Prophecies to keep you company either. I can't have you causing any temporal paradoxes. But hey, we both know you'll do just fine without it, right? Do I really have to go alone? What about the others? Minor details, so don't sweat it. For now, you, that Keyblade, and this box need to stay out of sight. Just watch with your own eyes, and my eye, of course, as things unfold between the others. Then, when the time is right, go off and do your thing. What's in it? It's a secret. And, well, you see, the thing is, you can never, ever open it. Great, now I really want to know. All right, I'll indulge you. But this secret stays between the two of us, and you have to promise never to open the box. I promise. But why? You'll see. Seht ihr, wie in der Szene, in der Luxu die Box erhält, sowohl das Buch, der Meister, Luxu und auch die Box an einer anderen Position sind als vorher?
Es sind nämlich 2 verschiedene Zeitpunkte. Ich denke, die Kiste ist aus seinem Studium der Dunkelheit entstanden. Er hat das Reich der Dunkelheit analysiert und eine Kiste erschaffen, in die kein Licht eindringt, solange sie nicht geöffnet wird. Damit kreiert er einen Ort völliger Dunkelheit. Und wenn der erste Teil meiner Theorie stimmen sollte, somit einen Ort, an dem Zeit nicht existiert. Der Körper wäre nun völlig abgeschirmt von der Zeit und kann somit ohne zu altern sämtliche Dinge aufschreiben, die er sieht. Auf diese Weise kreiert er das Buch der Prophezeiung. Wisst ihr, die gängigste Theorie bisher ist, dass die schwarze Kiste oder auch Blackbox der gleichnamigen Blackbox in einem Flugzeug nachempfunden ist. Eine solche Blackbox zeichnet alles im Flugzeug auf und ist nahezu unzerstörbar, sodass man im Falle eines Absturzes die letzten Momente nachvollziehen kann. Außerdem wird gesagt, dass in der Box Hoffnung sein soll. Und da die Pusteblumen mehrfach Hoffnung genannt werden, glauben die meisten Personen, dass dort ein PC oder ein Speichermedium drin ist, das die Backups aller Pusteblumen hat. Ich persönlich habe mehrere Probleme mit dieser Theorie, weswegen ich sie absolut unlogisch ansehe. Vor allem, da noch keiner der Pusteblumen ausgewählt war, als Lushu die schwarze Kiste bekommen hat. Aber der Vergleich mit der Flugzeug-Blackbox ist gar nicht so schlecht, wie es jetzt der Anschein haben mag. Betrachten wir diese Beschreibung einer Blackbox vom Flugzeug mit der Theorie von mir, wirkt es deutlich passender. Die Blackbox zeichnet alle Ereignisse auf vor einem Absturz. Der Meister schreibt alles in das Buch der Prophezeiungen bis zum Weltuntergang. Und vergesst nicht, dass der Meister sogar gesagt hat, dass es unausweichlich ist, dass dieser passiert. Und trotzdem sagt er, dass man sich auf das Danach konzentrieren muss. Aber wie kann es ein Danach geben, wenn es doch der Weltuntergang ist? Nun, weil der Meister von Anfang an wusste, dass das Buch so enden würde. Es ist sein Plan, dass er einen Weltuntergang provoziert, aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, dass er damit die Dunkelheit hereinlegen kann. Solange die Dunkelheit das Buch liest, insbesondere das Ende, und sieht, dass sie gewinnt, wird sie alles tun, um dem Skript zu folgen. Zum anderen, dadurch, dass er den Weltuntergang auslöst, hat der Meister genauso ein Tabu gebrochen wie Sora, als er diesen verhindert. Auf diese Weise kommt der Meister an den Ort, den er erreichen möchte. Die fiktionale Welt. Und es geht noch weiter. Zeitreisen benötigen 2 Dinge, um stattzufinden. Nun ja, 3, wenn meine Theorie stimmt, dass nur Wesen des Lichts Zeitreisen können. Man braucht eine Version von sich selbst am Zielpunkt. Und man muss schon einmal sein Herz vom Körper getrennt haben. Normalerweise sind Zeitreisen in die Zukunft nicht möglich. Wir wissen aber, dass das Rettungsboot Leute durch ihre einzigartige Fehlfunktion in die Zukunft schickt. Am Zielpunkt brauchen sie jemanden mit Erinnerungen und einem Medium, um ihre Körper zurückzuerhalten, da diese beim Ablauf zerstört werden. Doch halt! Der Meister hat niemals diese Kapseln vom Rettungsboot genutzt. Und selbst als die Dunkelheit ihn darauf anspricht, redet er lediglich vom Rettungsboot. Der Grund, warum Reisen in die Zukunft unmöglich sind, ist ganz simpel. Bei einer Reise in die Vergangenheit weißt du sehr genau, dass es dich schon einmal gab. Du kannst zu jedem Zeitpunkt deines Lebens reisen und somit wissen, dass du auf dich selbst treffen wirst. In der Zukunft ist das nicht der Fall. Du kannst nicht sagen, du reist 2 Tage in die Zukunft. Du könntest ja morgen schon sterben, durch einen Unfall zum Beispiel. Es gibt also keinen festen Wegpunkt, wo du hin kannst, weil du nicht weißt, ob eine Version von dir am Zielpunkt wartet. Doch 2 Charaktere haben genau dieses Wissen gehabt und genutzt. Und zwar Xehanort, welcher sich selbst in der Vergangenheit besucht hat und somit sein vergangenes Ich sehr wohl wusste, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft existieren wird. Und der Meister, welcher, wenn meine Theorie stimmt, allein durch die Existenz des Buches genau weiß, zu welchem Zeitpunkt in der Zukunft er reisen kann. Okay, ich weiß, euch qualmt eventuell schon der Kopf und es tut mir wirklich leid, aber der nächste Teil wird umso komplizierter. Denn sicher sind euch ein paar Probleme aufgefallen. Und wenn nicht, werde ich sie nun eben aufzählen und erklären. Erstens. Das Buch der Prophezeiung ist in der Vergangenheit. Ein Buch, das mit so viel Aufwand geschrieben wurde wie das Buch der Prophezeiung, ist eindeutig mit einem Herzen versehen. Ich meine, Winnie Poohs Bilderbuch hat eins und sogar Jiminy's Tagebuch aus dem ersten Teil hat eins. Und das hat er in unter einem Jahr geschrieben. Dadurch, dass das Buch ein Herz hat, kann es sicher ebenfalls zu einem Zeitpunkt in die Vergangenheit reisen, wie es andere Herzen auch können.
Somit kann es bis zu einem Zeitpunkt reisen, als es noch ein leeres Skript auf dem Tisch des Meisters der Meister war. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es auf eine ähnliche Weise funktioniert wie die Beschwörung der Tür zum Fluss der Nostalgie, da ich denke, dass diese Zeitreise mit dem Herzen der Welt an sich zusammenhängt. Zweitens. Wie kann der Meister einfach nur, indem er aufschreibt, was er sieht, die Welt so manipulieren, dass sie nach seinen Wünschen abläuft? Habt ihr schon einmal von Schrödingers Katze gehört? Das Ganze ist ein relativ komplexes Gedankenexperiment, das ich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit erklären möchte. Grob gesagt geht es um Folgendes. In eine Kiste wird eine Katze gesteckt. In der Kiste kann jederzeit ein tödliches Gas austreten, wenn ein radioaktives Element zerfällt. Man weiß aber nicht, wann dies passiert. Und solange man nicht nachschaut, ob die Katze noch lebt oder bereits gestorben ist, gibt es keine Art zu wissen, welcher Zustand nun eingetroffen ist. Die Katze dient lediglich als ein Veranschauungsmaterial, um im großen Stil die Lächerlichkeit der Teilchen darzustellen. Doch im Grunde wird durch den ungewissen Zustand der Katze diese, solange man nicht nachschaut, für gleichzeitig lebendig als auch tot deklariert. Ich bin nicht wirklich gut darin, das mit eigenen Worten zu erklären, also wenn ihr es genauer wissen wollt, lest euch doch bitte einfach in das Thema ein. Ich habe einen Link zum Wikipedia-Artikel unten in der Videobeschreibung verlinkt. Zurück zum Thema. Es gibt ein paar Interpretationen, wie man das Verhalten der Teilchen bzw. den Zustand der Katze erklären kann. Sicher hat jede einzelne davon eine theoretische Möglichkeit, aber besonders angetan hat es mir die Viele-Welten-Theorie. In dieser geht es grundsätzlich darum, dass jeder Zustand des Teilchens gleichzeitig eintritt. In einer Welt ist das Teilchen zerfallen und die Katze gestorben, und in einer anderen Welt lebt die Katze noch. Somit entstehen permanent mehrere Welten, in denen die Katze stirbt und lebt. Nun, stellt euch vor, man wäre in diesem Fall die Katze. Für die Katze gäbe es nur die Realität, dass sie lebendig ist. Könnte die Katze nun die Außenwelt sehen, würde sie entweder viele verschiedene Welten sehen, in der die Kiste geöffnet wird oder in ihrem Fall verschlossen bleibt, oder sie sieht nur die Welt, in der die Kiste nie geöffnet wird. Allerdings ist dies in Kingdom Hearts nicht das gleiche. Der Meister hat eine ähnliche Situation erzeugt, indem er in die Kiste geklettert ist und die Außenwelt beobachtet. Allerdings hat er gleichzeitig eine Methode eingebaut, um die Außenwelt von innen zu beeinflussen. Dadurch, dass die Kiste in dieser Theorie keine Zeit besitzt, betrachtet er die Zeit aus einem relativen Blickwinkel. Alles, was er sieht, kann er beeinflussen, indem er es in das Buch schreibt oder wieder aus dem Buch entfernt. Für ihn ändert sich damit nur die Perspektive von dem, was er sieht, während dadurch die Welt außerhalb der Kiste sich so entwickelt, wie er es gern hätte. Überhaupt kann das der Grund sein, warum es so viele Augen von ihm gibt, anstatt nur das eine im No-Name-Schlüsselschwert. Je nachdem, was er in sein Buch schreiben würde, würde sich die Zukunft bzw. die Gegenwart für ihn verändern. Menschen würden anders handeln. Und all diese Feinheiten könnte er sehen und nach seinen eigenen Wünschen manipulieren. Er kann sich also eine Zukunft schreiben, die er sich erhofft. Er orchestriert den Ablauf der Welt mit jedem Wort, so dass alle Steine am Ende so fallen, dass die Auslöschung des Lichts unvermeidlich ist. Alles nur, um die Dunkelheit einzusperren und in Zukunft zum finalen Showdown zu versammeln. Außerdem, noch als kleine Randnotiz, ist das eine perfekte Erklärung, warum Luxu weder ein Buch der Prophezeiungen erhalten darf, da er sonst ja sämtliche Ereignisse stetig ändern könnte, und er die Kiste natürlich niemals öffnen darf. Zu guter Letzt eine kleine Spoilerwarnung für Marvel Infinity War. Ihr seht hier eine Zeit eingeblendet, wann der Spoiler vorbei ist. Bei Marvel Infinity War schaut Doctor Strange mit dem Auge von Agamotto in die Zukunft und schaut sich etliche tausende Millionen Zukünfte an, um die eine zu finden, in der die Helden gewinnen gegen Thanos. Und diese ganze Sache ist doch sehr ähnlich zu dem, was ich hier zum Meister der Meister gesagt habe. Und es wäre nicht das erste Mal, dass sich Nomura in irgendwelchen Filmen bedient von einem Plotpunkt. Ja. Gut, das wollte ich noch hinzufügen. Und damit jetzt ab zum Outro. So, das war's erstmal. Glaubt mir, ich habe mir bereits weitere Gedanken zu dem Ganzen gemacht. Und ich habe durch diese Theorie auch eine grobe Idee bekommen, wie der Meister wohl aussehen mag. Aber ich möchte nicht zu weit vorweggreifen.
Bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Theorie haltet. Findet ihr sie wahrscheinlich oder völlig abwegig? Ich bin gespannt, ob ihr Fehler findet, die die Theorie völlig widerlegen können. Und sollte euch das Ganze gefallen haben, dann werde ich gerne noch tiefer in diesen Kaninchenbau eindringen. Ich habe mir diesbezüglich auf jeden Fall schon Gedanken gemacht, zu dem Aussehen des Meisters der Meister, wie die Zeitreise der Propheten funktioniert, was mit den 4 Dunkelheiten in der Datenwelt passiert ist, wie Strelitzia in Kingdom Hearts 4 auftauchen kann, welche Welten und Storyplots in Kingdom Hearts 4 vorkommen, warum Ven, Elrena und Lauriam gemeinsam in dieser Zeit gestrandet sind und natürlich auch, wer Subjekt X ist und welche Bedeutung sie hat. Diese ganzen Dinge sind vielleicht nicht ganz so komplex wie diese Theorie, aber hängen mit dem Konstrukt zusammen und wären eine unnötige Streckung im Moment. Aber wenn es euch interessiert, dann werde ich das gerne angehen. Von daher, wie immer, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.